Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Maria und auf meinem Kanal geht es darum, Kleidung selber zu nähen, denn ich bin davon überzeugt, wenn wir unsere Kleidung selber nähen, dann wissen wir diese auch viel mehr zu schätzen und tragen diese länger. Wir nähen heute gemeinsam dieses Kleid hier. Das ist ein Mini- bis Midi-Kleid mit einem Schleifen- oder Knotendetail vorne im Ausschnitt und zwei langen Ärmelvarianten. Falls du neu hier bist, dann freue ich mich, wenn du meinen Kanal unten abonnierst und vielleicht sogar die kleine Glocke drückst, dann verpasst du nämlich kein neues Video mehr von mir. Das Schnittmuster, alle Materialien, den Stoffverbrauch, die Maßtabellen, alle Informationen findest du wie immer in der Infobox. In der Infobox habe ich dir außerdem Zeitstempel gesetzt, damit brauchst du keine Zeit verschwenden und kannst direkt zu den Kapiteln skippen, die du brauchst. Das Schnittmuster gibt es ja schon eine ganze Weile, das habe ich ja schon diesen Sommer rausgebracht und habe es auch oft als Sommerkleid getragen. Und jetzt habe ich diese schwarze Viskose gesehen und dachte mir, eigentlich auch richtig cool als Weihnachts-Silvesterkleid aus schwarzer, schlichter Viskose. Und das habe ich jetzt umgesetzt und finde, das Ergebnis ist wirklich schön geworden und kann mir vorstellen, das zu meiner Silvesterparty, wenn ich denn auf eine gehe, anzuziehen. Und dann können wir auch schon gleich einsteigen mit der Stoffempfehlung. Wie schon vorweggenommen, ich habe das Kleid aus so einer schwarzen Viskose genäht. Das finde ich fällt super schön und würde das auch auf jeden Fall empfehlen. Alternativ haben ein paar Mädels aus dem Probenähen das Kleid aus Musselin genäht. Das finde ich total schön für den Sommer. Also falls du das Video eher Richtung Frühling, Sommer siehst, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Oder auch so ein ganz leichter Leinen- oder Baumwollstoff. Außerdem brauchst du ein paar frische, neue Nähnadeln, also wechsel unbedingt die Nadel deiner Nähmaschine aus. Dann brauchst du natürlich passendes Garn zum Stoff, eine Stoffschere, dein Bügeleisen. Und da das Oberteil mit dem Rock mit einem Gummi verbunden wird, brauchst du noch 1 cm breites Gummi. Und dann kommen wir auch schon zum Zuschnitt. Das Kleid besteht aus relativ wenigen Schnittteilen, hat aber einen relativ hohen Stoffverbrauch, weil der Rock so weit fällt. Und dafür brauchen wir vor allem sehr viel Stoff. Falls du ein bisschen Stoff sparen willst, kannst du einfach eine Naht noch hinzufügen und den Stoff so in alle Richtungen zuschneiden oder ausschneiden, die Schnittteile, und das dann zusammennähen und kannst dadurch ein bisschen Stoff sparen. Für das Kleid brauchst du das Vorderteil, das kannst du zweimal zuschneiden, am besten gegengleich. Dann brauchst du das Rückteil, das wird im Bruch zugeschnitten. Dann die Ärmel zweimal zuschneiden und den Rock ebenfalls zweimal zuschneiden. Optional findest du auf dem Schnittmuster noch ein Bündchen, denn du hast zwei Ärmelvarianten. Du kannst die Ärmel einmal so wie ich mit dem Bündchen nähen und dann hast du so eine Ballonärmeloptik, oder du lässt sie einfach offen und hast dann Trompetenärmel, wie es dir am besten gefällt. Und wenn du bereit bist, können wir auch schon mit der Nähanleitung beginnen, oder? Dann let's go! Ich habe mir hier schon das Oberteil zurechtgelegt vom Kleid und habe hier die Abnäher eingezeichnet und vor allem die Abnäherspitze, denn damit fangen wir jetzt an. Wenn du das Kleid bzw. das Schnittmuster vom Kleid nutzt, aber nur das Oberteil nähst, dann musst du die Abnäher eigentlich gar nicht setzen. Ich trage das gerne ohne die Abnäher. Im Zweifelsfall kannst du die aber auch später noch hinzufügen, falls dir das zu weit ist. Die Abnäherspitze, die markiere ich mir jetzt mit einer kleinen Nadel. Das ist für mich dann leichter zu erkennen, wo meine Naht enden muss. Und dann lege ich mir das richtig zurecht, so dass die beiden Knipse hier unten aufeinandertreffen. Und dann stecke ich mir jetzt noch eine weitere Nadel, um das hier noch zu befestigen. Und jetzt kann ich den Abnäher von hier unten, von den Knipsen bis hoch zu der Spitze nähen. Hier liegen die beiden Knipse aufeinander und da fange ich jetzt an zu nähen. Am Ende der Spitze angekommen, ziehe ich hier vorsichtig die Nadel raus und senke das Nähfüßchen wieder und nähe bis über den Stoff hinaus. Ich ziehe jetzt hier ein bisschen mehr Faden raus, denn den kann ich dann gleich verknoten. Und die Schritte kannst du jetzt für den zweiten Abnäher wiederholen. Die beiden Abnäher sind fertig, die kannst du jetzt nochmal bügeln und dann drehe ich das Schnittteil, das Rückteil auf rechts
Also die schöne Seite ist jetzt oben und lege mir die beiden Vorderteile rechts auf das Rückteil. Ich schließe jetzt hier die Schulternähte. Das kannst du entweder mit deiner Nähmaschine machen, also einem Geradstich, und das Ganze dann nochmal versäubern, oder du machst das so wie ich mit der Overlock. Wenn du mit der Overlock nähst und du einen feinen Stoff verwendest, wie diese feine Viskose, dann solltest du das unbedingt vorher an einem Reststück ausprobieren, ob das gut klappt. Beziehungsweise würde ich dir bei feinen Stoffen sogar eher empfehlen, mit der Nähmaschine anstatt mit der Overlock zu nähen. Alternativ könntest du zum Beispiel auch eine französische Naht nähen. Ich habe die Overlock-Naht jetzt an einem Reststück getestet und das sah für mich gut aus. Deshalb habe ich jetzt die Schulternähte hier direkt mit der Overlock zusammengenäht und in einem Schritt versäubert. Und jetzt kommen wir zum Ausschnitt bzw. der Nackenversäuberung und der Versäuberung der offenen Kanten. Hier hast du ein paar Möglichkeiten. In der Anleitung zeige ich dir, wie du den Nackenausschnitt oder auch hier die Schleifen mit einem Schrägband versäuberst. Das Schrägband, das kannst du entweder selbst herstellen aus dem passenden Stoff, dafür einfach den Stoff im schrägen Fadenlauf zuschneiden und umbügeln. Wie genau das geht, erkläre ich dir in der Anleitung. Ich habe mich jetzt hier entschieden, den Ausschnitt doppelt umzunähen, anstatt den Ausschnitt mit Schrägband zu versäubern. Da habe ich dann schon beim Zuschnitt darauf geachtet, dass ich hier 1 cm mehr stehen lasse, damit ich das dann hier nämlich doppelt umschlagen kann und sauber vernähen kann. Ich werde also hier den gesamten Nackenausschnitt sowie hier die Versäuberung der Schleifen jetzt doppelt umnähen. Dafür bügele ich das erstmal einmal ab und schlage das dann noch einmal um, bügele es erneut ab und stecke mir das alles fest. Ich habe jetzt hier die untere Kante umgebügelt und mir mit Nadeln festgesteckt. Und diese Strecke nähe ich jetzt mit einem Geradstich knappkantig ab. Und den Schritt wiederhole ich jetzt hier für die gesamte Nackenversäuberung, für den Ausschnitt und für die andere Seite. Die offenen Kanten von der Nackenversäuberung, von dem Ausschnitt und hier von der Schleife später habe ich jetzt doppelt eingeschlagen und dann knappkantig abgenäht. Das sieht jetzt so aus. Das Ganze drehe ich jetzt auf rechts, also die schöne Seite nach oben, um im nächsten Schritt schon die Ärmel zu befestigen. Dafür lege ich mir den Ärmel rechts auf das Vorder- bzw. auf das Rückteil. Und um den Ärmel richtig zu positionieren, orientiere ich mich an den Knipsen, die ich gesetzt habe. Denn ein Knips ist immer das Vorderteil, hier sehe ich jetzt ein Knips, und 2 Knipse sind das Rückteil. Ich stecke mir jetzt den Ärmel fest mit ein paar Nadeln und achte darauf, dass der Knips hier auf die mittlere Schulternaht trifft und arbeite mich jetzt vor zu den anderen Seiten. Ich nähe jetzt den Ärmel mit meiner Overlock fest. Wie gesagt, bei feinen Stoffen würde ich auch hier wieder eher mit der normalen Nähmaschine arbeiten und dann einen Geradstich verwenden, den dann am Ende nochmal versäubern, also die offenen Kanten versäubern mit einem Zickzackstich oder einem Overlockstich oder einem anderen Stich, mit dem du offene Kanten versäubern kannst. Ich habe jetzt beide Ärmel eingenäht und die Seiten sowie die Längen der Ärmel sind noch offen und die schließen wir jetzt im nächsten Schritt. Dafür lege ich mir jetzt hier das Vorder- und das Rückteil rechts aufeinander. Die Ärmelnähte sollten sich hier treffen, ganz genau, das stecke ich mir schon mal mit einer Nadel fest. Und jetzt schließe ich in einem Schritt die Ärmelnaht und die Naht bis runter zum Saum, hier die Seitennaht. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe also die Seitennaht und die Ärmelnaht mit meiner Overlock geschlossen und das Ganze wiederhole ich jetzt für die andere Seite. Das Oberteil ist damit auch schon fast fertig und wir können mit dem Rock beginnen. Ich lege mir jetzt das zweite Schnittteil darauf und schließe die Seitennähte, sodass ich quasi schon einen Rock habe. Ich habe die Seitennähte des Rocks geschlossen, habe also jetzt quasi schon einen fertigen Rock, der sehr, sehr groß aussieht, aber durch das Gummi, das wir hier später einziehen, wird der Umfang deutlich verringert und dadurch fällt der Rock am Ende auch sehr schön. Und um das Gummiband dann gleich einzunähen, müssen wir erstmal hier die offenen Kanten versäubern. Ich nähe also jetzt hier mit der Overlock die offene Kante des Rocks ab. Ich werde jetzt den 4. Overlockfaden dafür entfernen, denn das kann bei einlagigen Stoffen den Stoff einfach nur beschädigen.
Und zum einfachen Versäubern von einlagigen Stoffen solltest du nur mit 3 Fäden deine Overlock nähen. Wenn du die offene Kante mit der Overlock abnähst, dann achte aber unbedingt darauf, dass du die Knipse, vor allem am Vorderteil des Rocks, noch erkennen kannst. Gegebenenfalls kannst du die jetzt noch mal ein bisschen weiter einschneiden, um das Oberteil richtig zu positionieren. Und so sieht der Rock jetzt aus. Hier oben habe ich die offene Kante mit der Overlock abgenäht. Damit kann ich dann gleich den Tunnel nähen. Aber bevor wir das machen, wiederhole ich den Schritt für das Oberteil und werde auch hier den kompletten Saum einmal mit der Overlock abnähen. Jetzt möchte ich das Oberteil an das Rückteil befestigen und dafür habe ich mir das Oberteil hier schon auf rechts gelegt, also die schöne Seite ist zu mir gelegt und lege jetzt darauf den ebenfalls auf rechts gewendeten Rock. Versuch dich dabei jetzt wieder an den Knipsen zu orientieren. Das Oberteil sollte an den Knipsen enden, die du hier vorne gesetzt hast, und steck dir das Ganze in Ruhe fest, damit das am Ende auch alles schön liegt, wenn du es abnähst. Und genau das mache ich jetzt. Das Vorderteil und der Rock, die beiden Schnittteile liegen jetzt rechts auf rechts ineinander und das Ganze nähen wir jetzt fest von Knips zu Knips einmal ringsherum. Ganz wichtig ist, dass du hier eine Nahtzugabe von 1,5 cm hast, denn mit der Nahtzugabe werden wir dann gleich den Tunnelzug nähen. Deshalb halte dich hier ganz genau an die Nahtzugabe. Und um jetzt den Tunnelzug zu nähen für das Gummi, das wir dann gleich da durchfädeln, nehme ich mir die Nahtzugabe des Rocks und schlage diese dann die 1,5 cm um und dann steppe ich die Nahtzugabe an den Rock fest. Das wird eine sichtbare Naht, also dafür vorsichtig und langsam nähen, damit das auch von vorne schön aussieht. Und dann lass noch eine kleine Öffnung stehen, durch die wir dann später das Gummi einfädeln können. Die Öffnung schließen wir dann später. Ich habe jetzt die Nahtzugabe an den Rock festgesteppt und dadurch ist jetzt hier ein Tunnelzug entstanden. Und durch diesen Tunnelzug ziehe ich jetzt das Gummi. Dafür habe ich hinten eine Wendeöffnung gelassen, die können wir dann im Anschluss schließen. Und jetzt ist auch schon ein guter Zeitpunkt, das Kleid das erste Mal anzuprobieren. Ich habe jetzt hier geschaut, ob das Gummi gut sitzt und das sitzt es bei mir, bin zufrieden und habe mir hier die Länge auch schon mal festgesteckt. Und dann habe ich mich entschieden, die Ärmel diesmal nicht offen zu lassen, sondern ich werde das Bündchenschnittteil nutzen und einen Ballonärmel nähen, beziehungsweise 2 Ärmel. 2. Bei der Anprobe habe ich mir jetzt hier schon ein paar Nadeln gesteckt für die Länge. Du siehst, ich werde hier gut was noch an Länge wegnehmen, einfach weil ich das für mich schöner finde. Und den Saum, den werde ich jetzt auch schon umnähen. Dafür schlage ich die offene Kante einfach einmal ein und dann noch einmal ein und werde das dann knappkantig abnähen. Bei diesem Schnittmuster hast du ja 2 Möglichkeiten für die Ärmel. Einmal hast du diese Trompetenärmel-Optik. Und wenn dir die Optik mit den Trompetenärmeln gefällt, dann kannst du die offene Kante jetzt einfach einmal umbügeln. 0,5 cm und dann noch einmal einschlagen und dann knappkantig absteppen und bist fertig mit den Ärmeln. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, das Bündchenschnittteil aus dem Schnittmuster zu verwenden. Ich habe als erstes die Bündchen rechts auf rechts aufeinander gelegt und hier die kurzen Seiten geschlossen. Und jetzt kann ich das einmal der Länge nach falten und habe dann hier ein kleines Bündchen. Damit das Bündchen auch auf den Ärmel passt, müssen wir den Ärmel raffen. Und dadurch, dass wir das zusammenraffen, entsteht am Ende die Ballonoptik, die wir wollen. Für die Raffung nähe ich den Ärmel jetzt mit einem Geradstich ab. Dafür habe ich mir diesen ganz normalen Geradstich ausgesucht, aber erhöhe die Stichlänge auf die längste Stichlänge, die ich habe. Das ist jetzt bei mir die 5. Ich nähe jetzt mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm. Denn das ist nun eine Hilfsnaht und die soll ja später in der eigentlichen Naht verschwinden. Ganz wichtig ist, dass du den Anfang und das Ende der Naht nicht verriegelst und auch nicht übereinander nähst. Denn wir brauchen beide Enden, um die Raffung zu erzeugen. Ich habe mir jetzt hier extra die Fäden etwas überstehen lassen, damit ich jetzt gleich besser daran ziehen kann. Und ziehe jetzt hier nach und nach an den Fäden und erzeuge somit die Raffung. Am Ende soll die Raffung so breit werden, dass sie in das Bündchen passt. Und ich glaube, das sieht bei mir jetzt ganz gut aus. Deshalb stecke ich jetzt das Bündchen rechts auf meinen Ärmel. Und jetzt schaue ich, dass die Raffung hier gleichmäßig im Ärmel verteilt ist.
Und das nähe ich jetzt einmal ringsherum fest. Das mache ich mit meiner Overlock, kannst du aber wie immer auch mit deiner Nähmaschine machen. So sieht der Ärmel jetzt aus. Das bügele ich jetzt nochmal mit Dampf ab und mache das noch an dem anderen Ärmel und dann ist das Kleid auch schon fertig.